Herzlich willkommen zur Talkrunde im Rahmen des German Innovation Award 2021. Innovation. Hinter diesem Wort verbirgt sich wahrscheinlich die größte Blackbox der Weltwirtschaft. Klar ist, dass Wachstum und wohl auch Wohlstand nur erzielt werden können, wenn wir neue Produkte haben, wenn wir neue Herstellungsverfahren entwickeln, am besten Produktionsprozesse, die kosteneffizienter sind und vielleicht auch mehr Nutzen stiften, ja am besten sogar beides. Die Frage aber, wie Innovationen entstehen und wie sich das befördern lässt, das ist ziemlich unklar, aber darüber wollen wir diskutieren. Titel unserer Diskussion heute: Der Mensch im Fokus, wie Innovationsmanagement auf Unternehmensprozesse einwirkt und diese innovativ beflügelt. Wo sind die Grenzen? Und ich darf Ihnen unsere Diskussionsgäste vorstellen. In München ist Larissa Niedeken. Sie ist Design Lead beim Fujitsu Digital Transformation Center. Sie organisiert und managt Co-Creation Workshops mit Kunden auf Basis von Methoden aus dem Design Thinking und dem Human-Centric Experience Design. Herzlich willkommen, Frau Niedeken. Servus aus München. Und in Frankfurt ist uns zugeschaltet der Dr. Thorsten Wingenter. Er ist Gründer und Managing Director von Digital Catalysts, die mittelständische Unternehmen bei digitalen Innovationen und Transformationen begleiten. Zuvor hat er die Digital Innovations der Lufthansa geleitet. Herzlich willkommen, Herr Wingenter. Ich freue mich. Und hier im Studio bei mir ist Lutz Dietzold. Er ist Geschäftsführer des Rat für Formgebung. Hallo. Hallo, Herr Dietzold. So, kurze Fragerunde ganz am Anfang und wir starten vielleicht mal mit Frau Niedeken. Welche Innovation hat denn in letzter Zeit Ihr Leben am meisten verändert? Ich habe kurz drüber nachdenken müssen, aber ganz ehrlich ist es für mich aktuell das Thema Smart Home. Wir haben einen schönen Fernseher, der durch Kinobeleuchtung gestartet werden kann, wo der Bass mitspielen kann, wo man tatsächlich in Zeiten, wo ein Kinobesuch leider nicht möglich ist, ein echtes Kinoerlebnis hat und das alles über die Stimme gesteuert. Das macht wirklich Spaß. Wir können uns vorstellen, wie es bei Ihnen zu Hause abläuft. Herr Wingenter, wie ist es bei Ihnen? Bei mir ist es dieser kleine Ring. Das ist ein sogenannter Oura-Ring. Der monitort von mir die Temperatur, den Schlaf, Herzfrequenz, Herzvariabilität, ganz, ganz viele Daten. Und früher, wenn ich mich schlecht gefühlt habe, dann war das mehr so ein Bauchgefühl. Heute sagt mir dir, du hast zu spät abends was gegessen, dein Körper ist noch am Verdauen, deshalb hast du schlecht geschlafen, oder Anzeichen einer Erkältung oder Entzündung, weil deine Körpertemperatur ist um 0,3 Grad höher als die Nacht vorher beispielsweise. Also das finde ich hochspannend. Das ist jetzt nicht mehr nur das Bauchgefühl, sondern dass es harte Daten dazu gibt. Ja, die muss man dann zu interpretieren wissen. Lutz Dietzold, wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, welche Innovation hat mich am meisten, ich würde fast sagen, bewegt? Letztes Jahr tatsächlich der Fortschritt in den Übersetzungsprogrammen, in den ganzen Anwendungen, der Verfügbarkeit mit Sprachausgabe. Warum mich das so bewegt, weil es ja eine enorme kulturelle Dimension für mich hat, tatsächlich, wieso noch Sprachen lernen in der Schule. Und da steckt für mich ein unwahrscheinliches Potenzial drin, eben auch diese kulturellen Aspekte zu berücksichtigen und zu schauen, wie definiert man das eigentlich zukünftig? Bei der Vorbereitung dieser Veranstaltung habe ich mir überlegt, wo Innovationen momentan eigentlich am stärksten stattfinden. Und ich habe den Eindruck, dass es vor allem in dem Bereich ist, in der Schnittstelle zwischen Hardware und Software. Ob es intelligente Roboter sind, ob es selbstfahrende Autos, selbstlernende Computertomographen sind. Herr Wingenter, wie sieht es aus? Wo brummt es in Ihren Augen da momentan am meisten? Ich glaube auch, dass Sie da in die richtige Ecke geschaut haben. Das Spannende ist ja heute, dass wir wirklich Hardware intelligent machen können, aber auf einer ganz neuen Ebene. Und zwar durch dieses Thema IoT. Das heißt, ich bekomme Echtzeitdaten zum einen, die ich hin und her schicken kann mit 5G und so weiter. Und als nächstes noch künstliche Intelligenz. Und die Rechenleistung muss nicht mehr auf dem einzelnen Gerät stattfinden. Und das ist was Hochspannendes, weshalb da wirklich ein Quantensprung an vielen Stellen einfach geschieht. Mhm. Man sieht ja, Frau Niedeken, dass zum Beispiel Google in vernetzte Mobilität investiert. Und auf der anderen Seite sind natürlich viele Unternehmen wie Pharmaunternehmen oder die Automobilbranche, die sich extrem schnell jetzt digitalisiert. Kann man sagen, dass da so eine Art Wettbewerb momentan abläuft zwischen den eher alten Unternehmen und den modernen Unternehmen?
Würde ich nicht unterschreiben. Also ich habe eine Palette an Kunden, die total unterschiedlich ist und man sieht, was stark ist, dass sich sowohl alte mit jungen Unternehmen zusammentun und schauen, wie können sie gemeinsam die Transformation schaffen. Hm. Und ich würde sagen, was auch ganz stark ist der Mittelstand, der Angst hat, vielleicht zurückgelassen zu werden. Ich denke, Herr Wingender kann das eventuell sogar bestätigen. Der Mittelstand hat, glaube ich, das größte Bedürfnis und da ist es, glaube ich, aus meiner Sicht egal, ob alt oder jung. Ja, Herr Dietzold vielleicht dazu. Setzt es die Unternehmen momentan besonders unter Druck, dass diese Geschwindigkeit an Digitalisierung so enorm geworden ist? Ja, ich glaube auf jeden Fall. Wir sind ja als Rat für Formgebung, haben um die 330 Mitgliedsunternehmen, tatsächlich auch viele eben, die aus dem Mittelstand kommen. Darum würde ich das auch nochmal unterstützen, was die Frau Niedeken eben gesagt hat. Wir haben natürlich auch ganz traditionell klassische Unternehmen, wenn wir an die Möbler denken, wenn wir an das Porzellan denken oder das Glas. Da bilden sich diese Themen natürlich in der Produktion ab. Man sieht allerdings, wenn man sich auch im Möbelbereich schaut, dass natürlich genau diese Schnittstelle zum Benutzeroberfläche, sage ich mal, die ich ja bei einem Tisch oder einem Möbel auch habe, dass sich da die Unternehmen schwer mit tun, da sozusagen entsprechende digitale Angebote zu schaffen. Klammer auf, und müssen es aber vielleicht auch gar nicht in allen Bereichen. Ja. Ja. Wir wollen ja gucken, wie Innovationen eigentlich entstehen. Und es ist ja klar, dass der technische Fortschritt nicht vom Himmel fällt, sondern er muss irgendwie befördert werden. Herr Wingenter, was ist denn Ihrer Meinung nach die Grundlage jeder Innovation? Ich glaube, es ist Offenheit und Neugier. Nur diese Offenheit ist für Organisationen oftmals sehr schwer zu erreichen, weil eine Organisation ist gebaut für Stabilität, Langfristigkeit und dann jetzt diese Räume zu schaffen, in der was Neues, Unstrukturiertes entstehen kann, wo wir nicht wissen, was ist das genau, wo geht die Reise hin. Ich glaube, das ist eine Riesenherausforderung. Und damit tut man sich letzten Endes auch heute so schwer in den Firmen, wie kann das funktionieren und wo kann ich das zulassen. Und dann leben wir jetzt auch noch in Corona, in Pandemiezeiten, da ist vielleicht noch alles anders. Frau Niedeken, Sie, und ich hatte das in der Einführung schon gesagt, beschäftigen sich mit Human-Centric Experience Design, um Innovationen anzukurbeln. Wie läuft es denn konkret ab? Bei Human-Centric Experience Design, das ist unsere eigene Methode. Wir haben die selbst entwickelt bei Fujitsu, ist akkreditiert durch eine Universität und wir schauen uns erstmal die Kundenherausforderung an. Beispielsweise, wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft aus? Wie können wir in Zukunft reisen? Wie kann eine KI den den Produktionsprozess von Impfstoffen beispielsweise optimieren? Also ganz diverse Herausforderungen. Und was ganz wichtig ist, sagt auch das Wort Human, ist der Mensch. Und zwar schauen wir uns durch Persona, fiktive Stakeholder, an, wer ist davon betroffen, was haben die Leute für Bedürfnisse, was brauchen die, was sind die Wünsche, was sind auch die Ängste, um dem Menschen eine Rolle zu geben, um den Menschen mitbestimmen zu lassen. Der Mensch ist unser Hauptaktor, wir müssen ihn mitnehmen, er muss mitgestalten und deswegen ist das Empathisierung nennt sich das auch, ein ganz wichtiger Schritt in der Methode. Heißt es denn sonst, dass bei solchen Prozessen der Mensch irgendwie außer Acht gelassen wird? Schwierig zu sagen. Ich meine, ein ganz gutes Beispiel, was ich immer gerne bringe, ist, wie oft werden Sie von Versicherungen angerufen, die Ihnen zum Beispiel eine Kfz-Versicherung verkaufen wollen, wo Sie gar kein Auto haben. Also ich glaube, der Markt war halt so vertriebsgetrieben in der Vergangenheit, was ja auch eine Berechtigung hat, wo versucht wurde, uns Produkte oder Services an die Hand zu legen, die wir gegebenenfalls nicht brauchen. Also wir wurden teilweise schon vergessen. Und deswegen ist es so wichtig zu schauen, wo steht der Mensch und was braucht wirklich der Mensch. Und dann das Ganze durch Innovation beziehungsweise auch Technologie zu untermauern und zu unterstützen. Herr Dietzold, erinnert so ein bisschen natürlich an Design Thinking, wo man ja auch versucht, dann letztlich eigentlich unterschiedliche Disziplinen zusammenzubringen, den Kunden natürlich zusammenzubringen mit Technikern und Ingenieuren. Ja, also das ist ja im Grunde schon seit Jahrzehnten die Herausforderung. Ich glaube, das hat durch das Design Thinking natürlich jetzt nochmal wirklich einen guten Move bekommen, dass es auch in die Unternehmen eindringt. Was Herr Winke da gesagt hat, ist natürlich tatsächlich die Problematik, wie kann ich sozusagen meine Struktur, die Unternehmensstruktur ist, die Hierarchien sind oft nicht darauf eingestellt. Und das ist natürlich ein großer Change-Prozess, wo man alle
mitnehmen muss. Aber ich glaube, man wird auch nicht mehr drum herumkommen. Und interessanterweise geht es manchmal einfacher, als man denkt. Also wir merken das auch bei uns. Man muss manchmal einfach für ein Thema eine Gruppe zusammenstellen und dann einfach mal machen, Try and Error und die Impulse, die dann kommen, aber eben auch ins Team tragen, ins gesamte Team. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Herr Winkente, das ist vielleicht ein gutes Stichwort für Sie. Auch nochmal das Team jetzt in Corona-Zeiten ist ja so, dass halt dieser kleine Talk am Kaffeeautomat nicht mehr stattfindet. Ist es in den Unternehmen, die Sie begleiten beispielsweise, tatsächlich noch so, dass die Hierarchien so strikt sind, dass dieser kleine Austausch und der Gedanke, der Geistesblitz, der da auftauchen kann, quasi verhindert wird? Ich würde sagen, es ist nicht gewollt, aber was zu beobachten ist oftmals dieser vorauseilende Gehorsam. Das heißt, man traut sich nicht zum Teil oder es sind einfach Dinge, die eingeschliffen sind. Sie kennen auch das einfache Spiel mit dem Ja, aber, wo ich immer nur sagen kann, das Aber einfach mal gegen ein Und ersetzen und dann den Satz fortführen beispielsweise. In den Organisationen ist einfach so viel eingeschliffen mit der Zeit, sodass man niemandem jetzt wirklich da einen Vorsatz oder so zum Vorwurf machen könnte oder die Hierarchien auch gar nicht notwendigerweise so sind. Aber einfach dieses Zusammenspiel der unterschiedlichen Teile an sich haben nicht gelernt, dies auf eine andere Art und Weise zu tun. Ich glaube, das ist die große Herausforderung. Also ich stelle fest, es geht immer noch um ein Team, es geht um viele, die zusammenspielen. Wie wichtig ist der einzelne Kopf? Ist das ein Mythos, Frau Niedeken, dass man einzelne kluge Köpfe braucht, die dann am Ende tatsächlich den Funken überspringen lassen? Ich glaube, es ist eine Teamleistung. Also, man ist ja im Team auch kreativer, weil jemand sagt was und daraufhin bekommt man eine Idee und denkt: „Ach, das war eine tolle Idee, was der hat, aber ich kann das um das und das ergänzen.“ Und von daher, ja, man braucht Impulsgeber, man braucht Leute, die inspirieren, man braucht Leute, die Mut haben und sich trauen. Und man muss das Gefühl schaffen oder man muss den Raum schaffen, Innovation und Kreativität zuzulassen. Aber dann, finde ich, ist es eine Teamleistung. Die Ideen leben durch ein Team. Wir sehen natürlich zum Beispiel BioNTech in dieser Phase, dass einzelne Menschen wie Ugo Sahin mit seiner Motivation, mit seinem Engagement wahnsinnig viel auf die Beine stellen. Also ich glaube, einzelne Köpfe, Lutz Dietzold, sind immer noch wichtig, oder? Ja, beides, glaube ich. Ne? Es ist also wirklich, es gibt natürlich die Treiber, die das treiben. Und wenn wir wieder in die Hierarchien reingehen, sozusagen, bin ich bei einem inhabergeführten Mittelstand oder so, dann wird da entschieden, ganz oben am Ende. Und da kann entschieden werden. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, genau, dass entschieden wird, diesen Raum zu schaffen, in dem dann die Teams agieren können, etwas zu machen. Ne? Also ich glaube, das ist am Ende natürlich dann, es gibt sicherlich die es einfach dann drauf haben und diese Idee nach vorne bringen wollen, aber es alleine ja auch am Ende nicht können. Ne? Und dann müssen doch auch alle mitgenommen werden. Ich glaube, das muss in einem guten Gleichgewicht sein. Frau Niedeken hatte das Beispiel mit den Kunden, die eigentlich gar nicht mehr wollen, dass sie angerufen werden, weil sie haben ja schon ihre Versicherung. Wie ist denn das mit dem Kunden eigentlich und wie kommt der Wunsch des Konsumenten, des Kunden überhaupt in diesen Prozess mit rein? Ich meine, wie kann man eigentlich sozusagen die Bedürfnisse auftauchen lassen, die der Kunde vielleicht selber noch gar nicht hat, Herr Winkente? Sag mal, das ist dieser Wandel, den wir ja die letzten 10 Jahre im Prinzip durchmachen mit Design Thinking etc. Das Modell wird auf den Kopf gestellt, während vorher die Effizienz das war, was die Unternehmen getrieben hat und ich selbst in einer App sehen konnte, welcher Button für welche Abteilung war, merkt man mittlerweile, nee, das müssen wir irgendwie anders machen und das muss auch irgendwie anders funktionieren. Und das Credo der Beratung oder der Beratungsbranche seit 50 Jahren, alles auf Effizienz zu trimmen, wir kommen an ein Ende. Also Effizienz wird uns nicht in das nächste Jahrhundert oder in das nächste Jahrzehnt retten, sondern Innovation. Und jetzt ist die Frage, wie bringen wir beides zusammen? Also, und welche Rolle spielt der Kunde? Beziehungsweise, dass wir wirklich beim Kunden anfangen und dann erst als Unternehmung drauf gucken. Und das Spannende ist ja, eigentlich haben alle Unternehmen ja da auch angefangen mit einer guten Idee, die sie einem Kunden verkauft haben und nicht irgendwie alles Mögliche, was er dann doch nicht gebrauchen kann. Ja. Also Kunde ernst nehmen, Frau Niedeken. Ist denn wenn man mal zurückguckt, wir haben natürlich große disruptive Prozesse auch erlebt, über das ein Internet in unser Leben kam. Kann man denn Innovationen in dieser Größenordnung, die so disruptiv sind, auch planen, gemeinsam mit dem Kunden?
Definitiv, ja, aber da ist auch wieder ganz wichtig, die Menschen mit an Bord zu nehmen und ihnen eben aufzuzeigen, dass sie keine Ängste haben brauchen. Ich glaube, die KI, die wir ja jetzt auch mehrfach genannt haben, ist hier ein gutes Beispiel. Sie ist sehr disruptiv. Also ich meine, warum habe ich beispielsweise Musikservices auf meinem Handy, wie beispielsweise jetzt Spotify, wo ich nicht mehr in die Mediathek gehen muss, beziehungsweise in den CD-Laden, um mich mit der neuesten Musik auszustatten. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein neues Servicemodell und hat auch viele Vorteile. Und diese Vorteile muss man eben gut platzieren können und den Menschen zeigen, hey, probiert's mal aus, macht mit. Schauen wir vielleicht mal noch beim Thema Innovation auf die Unternehmensseite. Wie muss sich denn ein Unternehmen aufstellen, um tatsächlich innovativ zu sein? Heißt es, man muss Lutz Dietzold, ein klares Ziel vor Augen haben? Gute Frage. Ich hänge noch ein bisschen an einer anderen Thematik gerade gedanklich, weil ich glaube, die Innovation, ich würde gerne doch mal kurz zum Kunden zurück, weil, wenn wir über die Innovation ja sprechen, dann war das ja früher, bin ich in meinem Produktsegment gewesen, habe ein Angebot geschaffen und habe dann Zusatznutzen geschaffen, innovative Angebote. Wenn ich jetzt, wie ging das mit den Handys, das Nokia, mit dem konnte ich mobil telefonieren. Auf einmal war da ein kleines Spiel drauf, Snake. Wir haben das, glaube ich, alle mal gespielt. Das war sozusagen Zusatznutzen. Inzwischen bin ich so weit, dass ich die Innovation dermaßen kulminieren kann in einzelnen Geräten, dass ich eigentlich dem Käufer schon wieder, dass ich das kuratieren muss, eigentlich auch entscheiden muss, welche Innovation braucht er wirklich, welches will der Kunde wirklich und was muss ich vielleicht auch weglassen. Also das ist vielleicht auch ein bisschen die Innovation, gerade auch wenn wir an Nachhaltigkeit denken, dass wieder auch das Weglassen auch wieder, nicht? Was braucht es eigentlich? Und dann ist, genau, und dann kommen wir dann zu der Frage zur Innovationskultur im Unternehmen. Ich sage immer, das muss ganz stark gekoppelt sein, auch mit Design und Marke, sodass ich da in meinem Zielkorridor natürlich dann auch bin, dass ich eben die Erwartungen, die auch in die Marke gestellt würden, in meinen Produkten dann auch erfüllen kann. Herr Wiengenter, was empfehlen Sie da den Unternehmen, die Sie beraten? Wie klar müssen die sozusagen ein Bild ihrer eigenen Zukunft vor Augen haben? Ich glaube, das ist eins der Hauptprobleme, also dass dieses Bild oftmals fehlt und wir brauchen ja ein mehrstufiges Bild. Und im Prinzip bei vielen so, ich nenne es jetzt mal Krabbelkiste, vorhanden ist mit Ideen, Versatzstücken, was digitale Transformation anbetrifft, was neue Geschäftsmodelle, was Innovationen anbetrifft und dieses erstmal sortiert werden muss. Und da hilft es nicht an der Stelle. Wir haben jetzt mal ein Innovationsteam, am besten noch in Berlin und dann haben wir dieses Good Bank, Bad Bank Modell. Das heißt, irgendwann werden die mal sowas Tolles entwickeln und dann retten die ganze Firma mit der neuen Idee und das, was nicht mehr läuft, schalten wir einfach ab. Ich glaube, da muss es ein Umdenken oder gibt es jetzt auch mittlerweile ein Umdenken, dass viele merken, nein, wir müssen die Dinge verzahnen. Wir müssen die alte und neue Organisation zusammenbringen und gemeinsam die Dinge entwickeln. Und das geht nur über einen Wandel und da müssen wir versuchen, alle mitzunehmen. Frau Niedeken, wie sehen Sie das? Wie stark können Sie da Einfluss auch auf so eine Unternehmenshaltung nehmen? Ich sage mal so, ich glaube, man muss oben anfangen. Also es ist schon, das Management muss diesen ganzen Wandel auch unterstützen wollen. Wenn man sagt, wir werden jetzt ein innovatives Unternehmen und es kommt aus einem kleinen Bereich im Unternehmen, wird man wahrscheinlich nicht so weit kommen. Aber wenn das von oben vorgelebt wird, wenn neue Strukturen, neue Arbeitsweisen, neue Kreativmethoden eingeführt werden und man, ich sage auch mal provokant, spinnen darf, wenn man Fehler machen darf, wenn man diese Erlaubnis hat, wenn man Raum schafft, kreativ zu sein, dann ist das natürlich schon der richtige Schritt, ein innovatives Unternehmen zu sein und auch neue Dinge auszuprobieren. Lutz Dietzold, eine der großen Diskussionen, die im Innovationsmanagement auch ablaufen, ist ja die Frage Make or Buy. Also entwickle ich etwas selbst oder kaufe ich mir einfach mein Start-up dazu, wo diese tollen jungen Leute sind, die so kreativ sind und all die klasse Ideen damit reinbringen. Wie nehmen Sie den Trend wahr? Ja, das ist natürlich ein Weg, sich einfach zu entledigen. Man hat ja manchmal schon das Gefühl, Produktion ist was Böses. Gerade jetzt in der Pandemie haben wir festgestellt, vielleicht ist es gar nicht so. Ich sehe das etwas skeptisch. Also ich glaube schon, ich finde es wichtig, wir gucken auf große Unternehmen, wie können die den Change hinbekommen. Natürlich, die haben ihre Produktion am Bein, ein Start-up kann viel agiler agieren.
Aber ich sehe bei den Großen auch diese Veränderung und ich sehe vor allen Dingen auch, ich bin jetzt ich glaube, diese globale Vernetzung, aber auch in einem Teilen der Regionalisierung, ich glaube, das ist die Zukunft. Ich denke, ich brauche diese Kompetenz auch ein Stück weit in-house. Ist auch ein Stück Bodenhaftung. Ja, Herr Wingenter, wie sehen Sie das? Ich glaube, es gibt Unternehmen, für die das sehr gut funktioniert. Wir haben es gesehen an Microsoft, was für viele schon abgeschrieben war, aber die durch sehr kluge Zukäufe sich wieder ganz nach vorne katapultiert haben. Aber ich glaube, es ist wichtig, es muss Teil der DNA sein des Unternehmens. Also ich kann mir Sachen dazu kaufen, die werden mir sicherlich helfen, aber die Frage ist ja immer langfristig, wie kann ich mich als Unternehmen so aufstellen und verändern und nicht, indem ich nur Dinge dran patche, die mir zwar im Moment Geschäft bringen, aber die Frage ist ja, wie fließt das Ganze zusammen? Und dazu brauche ich natürlich dann noch eine Strategie, so dass ich diese Einzelteile zusammenbauen kann und auch irgendwo Synergien mit der alten Welt, was auch immer das sein mag oder war, schaffen kann. Frau Niedeken, Ihre Meinung dazu noch? Die Expertise im eigenen Unternehmen, auf die wird man nicht verzichten können. Definitiv. Also sehe ich genauso. Vor allem ist es wichtig, wenn man ein paar Jahre im Unternehmen ist, kennt man ja doch den einen oder anderen und kann gewisse Prozesse auch beschleunigen, wenn man weiß, ach, jetzt muss ich mit dem sprechen oder mit dem. Nichtsdestotrotz finde ich die Perspektive von außen auch immer ganz wichtig und hole mir, wenn ich innoviere oder wenn ich Kreativworkshops mache, auch gerne ganz neue und junge Leute dazu, die vielleicht das Unternehmen noch nicht so gut kennen, um einfach mal weg von den Scheuklappen hin zum, ja, wie sieht man uns eigentlich von außen zu gehen? Also ich denke, es ist eine Mischung. Ich würde gerne als kurze Schlussrunde nochmal den Blick in die Zukunft werfen. Wenn wir in 10 Jahren, sagen wir mal, oder in 15 Jahren zurückgucken auf das, was wir hier heute erzählt haben und welche Ideen wir weitergetrieben haben. Was glauben Sie, welche Innovation, es ist ein bisschen der Blick in die Glaskugel, welche Innovation wird dann unser Leben umgekrempelt haben? Herr Wingenter, haben Sie eine Idee? Da ich viel in Mobility und Aviation früher unterwegs war, glaube ich, dass ganz neue Transportkonzepte uns die Welt anders erleben lassen. Also schauen wir nach München beispielsweise mit Lilium, drohnenartige Fluggeräte für kurze Distanzen bis 70 Kilometer. Also ich muss nicht mehr in der Metropole Paris, London, Berlin, Frankfurt leben, um da arbeiten zu können. Und auch, dass Menschen nicht oder selbst Familien in der Welt reisen werden, nicht mehr an einem Ort arbeiten werden und dass das ganz normal sein wird. Ich glaube, das ist was für mich so die größte Veränderung darstellt, in dem, wie es unser Leben betreffen wird. Der Himmel wird schwirren mit Fluggeräten. Interessant. Frau Niedeken, was könnte für Sie da kommen? Ich könnte mir beispielsweise vorstellen, wenn wir jetzt nochmal so eine Talkrunde machen würden, dass wir nicht aus dem Homeoffice eingeschaltet werden, sondern dass man unsere Körper scannt, dass wir wie Avatare bei Ihnen im Raum sitzen. Das ist das eine, also über Virtual Reality oder wie auch immer man es abbilden wird. Und dann bin ich beim Herrn Wingenter. Reisen. Ich glaube, in der Reisebranche oder Mobilität wird sich einiges verändern. Sei es gut, wir diskutieren schon viel, das selbstfahrende Auto oder wirklich viel mit Drohnen, glaube ich, geht in die Richtung. Lutz Dietzold amüsiert sich. Ja, spannend. Also ich gucke sicherlich auch auf den Mobility-Bereich und was für mich aber ein ganz spannender Bereich ist, dieser ganze Healthcare-Bereich. Wirklich, und da die Frage, ob wir jetzt in den Krankenhäusern schauen, wie werden Operationen zukünftig stattfinden. Da ist ja inzwischen schon der Chefarzt teilweise wie an einem Mischpult aktiv. Ich glaube, da wird ganz viel passieren und ganz viel natürlich auch in der Pflege, auch durch Personalmangel in der Interaktion von Mensch und Maschine. Das ist eine ganz riesige Herausforderung, aber ich glaube, das wird auch ganz, ganz spannend, da hinzugucken. Da werden wir viel weiter sein. Ja. Schauen wir mal, was da kommt. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch und Ihre Beiträge, Frau Niedeken, Herr Wingenter und Lutz Dietzold. Ich glaube, es ist klar geworden, dass kluges Innovationsmanagement die Grundlage für die Gestaltung unserer Zukunft ist. Seien Sie dabei und haben Sie vielen Dank für Ihr Interesse.